Meine Damen und Herren, lieber zweiter Senat, Sie wissen, ich bin ein Menschenfeind. Ich bin ein Menschenfreund. Ich bin ein Menschenfreund. Ich bin ein empathischer Typ. Ich sorge mich um meine Mitmenschen. Ich lieg oft nachts wach und grübel. Wie geht es wohl meinem Lieblingsmenschen Sebastian Kurz gerade? Wie geht's dem, Basti? Jetzt, wo er nicht mehr der türkise Gottkanzler ist. Ne? Er hat sich doch so viel Mühe gegeben. Leider hat der Basti es aber nicht geschafft, die Demokratie in Österreich kaputt zu machen. Gell? Ich hoffe natürlich sehr, dass ich meinen Beitrag auch leisten konnte, unser wunderschönes Österreich ein kleines Stück in die richtige Richtung zu bewegen. Oh, vielleicht sogar ein kleines Stück zu weit in die richtige Richtung. Ein bisschen über die Grenze des Erlaubten. Ne? Oder warum ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft gegen dich, Basti, wegen falscher Beweisaussage, Beihilfe zur Bestechlichkeit und Untreue? Okay, Basti, da können für dich ja bis zu 10 Jahre Häfen rauskommen. 10 Jahre Gefängnis, wie man in Deutschland. Sebastian Kurz wollte das demokratische Österreich in eine türkise Autokratie ficken. Doch wer hätte das gedacht? Österreich hat zurückgefickt. Tja, Bastian, jetzt haben wir den Salat. Jetzt bist du kurz vorm Stimmbruch, hast bloß ein abgebrochenes Jurastudium und ein Ermittlungsverfahren am Hals. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Es ist auch echt eine Scheiße. Geh, Basti, doch zum Glück. Doch zum Glück hat Sebastian Kurz seine Zeit in der Spitzenpolitik sinnvoll genutzt, um ein paar echte Freunde zu gewinnen. Der österreichische Ex-Kanzler Sebastian Kurz wird künftig für den deutsch-amerikanischen Investor Peter Thiel arbeiten. Der 35-Jährige bestätigte, er werde in den USA bei Thiel Capital starten. In den USA bei Thiel Capital? Was ist denn das für eine Firma, Thiel Capital? Ist die überhaupt gut genug für dich, Basti? Und wer ist Peter Thiel? Dieser Frage, meine Damen und Herren, gehen wir heute nach im ZDF-Magazin Royal. Wer ist Peter Thiel? Erstmal herzlich willkommen, Peter, hereinspaziert. Kannst du da machen? Wo du willst, ja. Wo du willst, ja. Ich werde mal heute versuchen, auf Deutsch zu sprechen. Wir sind nach Staaten ausgewandert, als ich 1 Jahr alt war. So, wir haben zu Hause die ersten 12 Jahre Deutsch gesprochen. Wir hatten kein Fernsehapparat, aber dann ist der Fernsehapparat angekommen. So ist mein Deutsch auf ungefähr einem 12-jährigen Niveau stehen geblieben. Ey, Peter, das ist kein Problem. Auf dem Niveau eines 12-Jährigen stehen geblieben bin ich auch. Und Sebastian Kurz ist erst 11,5. Das passt also ganz gut. Hier sehen wir einen Schnappschuss von Sebastian Kurz und Peter Thiel. 2 unschuldige Intellektuelle auf dem Weg zum Buffet. Das war vor 5 Jahren bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Aber was hat dieser Peter Thiel denn mit Sicherheit zu tun? Ich weiß nicht warum, aber wenn ich in die kristallklaren Augen dieser 2 menschlichen Champagnerpyramiden sehe, dann denke ich nicht an Sicherheit, sondern kriege hauptsächlich mal wieder Lust auf richtig irgendwie LSD-Microdosing in der Skybar oben im Soho-Haus. Zu diesem Foto twitterte Sebastian Kurz übrigens: Great to meet Peter Thiel and to discuss how digitalization changes our world. Thanks for the opportunity. Nicht missverstehen, Sebastian Kurz ist kein Opportunist, der nutzt einfach nur jede Gelegenheit und sagt hinterher brav Danke. Vor Sebastian Kurz neuem Chef fürchtet sich das ganze Silicon Valley. Huch, warum das denn? Wer ist denn dieser Peter Andreas Thiel? Peter Andreas Thiel, geboren in Frankfurt, Germany, als Sohn von Susanne und Klaus Thiel. Der Vater war Ingenieur von Beruf und Peter Thiel zeigte sehr früh Führungsstärke. Als er gerade mal 1 Jahr alt war, das muss man sich mal vorstellen, wanderte er in die USA aus und nahm seine Eltern mit. Oder umgekehrt, das weiß man nicht mehr so ganz genau. Ende der 90er Jahre hatte Peter Thiel dann PayPal entwickelt und mit Elon Musk richtig groß gemacht. Ja, liebe Kinder, so sahen Männer in den 2000er Jahren aus. Coole Typen in einer richtig coolen Zeit. 2002 hat Peter Thiel dann PayPal verkauft an eBay und wurde so sehr, 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 sehr reich. Sein Geld investierte er dann unter anderem in das junge, frische soziale Netzwerk von Mark Zuckerberg. Not again! Mark Zuckerberg. Das war ja klar. An diesen coolen Barfußsurfer hat Peter Thiel schon geglaubt, als Mark Zuckerberg noch Datendiebstahl und Bodyshaming in Harvard studiert hat. Immer noch barfuß, barefoot living, wie Til Schweiger. Zum Dank für sein Early Investment schenkte Mark Zuckerberg Peter Thiel einen Platz im Verwaltungsrat von The Facebook. Peter Andreas Thiel vom Germany ist also im Grunde genommen ganz normaler, sehr erfolgreicher Investor. Aber warum ist er so erfolgreich?
Weil er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil er ein richtig gutes Gespür hat für tolle Geschäftsideen und vor allen Dingen, weil er überirdisch viel Ahnung hat von wirklich allem. Und das kann man nicht von jedem deutschen Top-Investor behaupten. Der Kaiserschnitt ist einfach nicht mein Thema. Dieses Twerking oder wie das heißt, das anscheinend in diesen Musikvideos groß ist. Noch nie gehört. Ich habe in meinem Leben noch nie gestaubsaugt. Ich verstehe die Tierwelt nicht gut. Ich habe keine Ahnung vom Haushalt. Gar keine Ahnung von so Klöstern und Mönchen und so. Ich auch nicht. Aber Klöster und Mönche, das klingt für mich eher nach einem langfristigen Investment. Erst mal kaufen und vergessen und dann in 1500 Jahren mal ins Depot gucken, mal sehen, wie sich das entwickelt. Im Gegensatz zu Staubsaugkritiker und Twerking-Leugner Frank Thelen hat Peter Thiel wirklich von allem Ahnung und steckt mit seinem Geld in wirklich allen geilen Apps, die ich auf dem Handy habe. Wirklich, also PayPal, Facebook, Airbnb, Spotify, LinkedIn, Trade Republic, Lyft, Wish, N26 und wahrscheinlich gehören Peter Thiel auch die Stoppuhr-App, der Taschenrechner und die Systemeinstellungen. Er ist wirklich überall mit drin. Peter Thiel finanziert große Visionen, investiert in VR-Brillen, in Hightech-Datenanalyse-Startups und natürlich irgendwie so ein bisschen auch wie jeder Allerweltsmilliardär in Flüge zum Mars. Lame. Peter Thiel weiß alles, Peter Thiel kann alles, Peter Thiel will alles. Das klingt vielleicht zugegeben ein kleines bisschen aus deutscher Perspektive gruselig. Aber Peter Thiel ist natürlich nicht größenwahnsinnig. Der hat einfach nur ganz normale, gute Ideen. PayPal-Gründer Peter Thiel investiert 1,24 Millionen US-Dollar in den Bau schwimmender Mikrostaaten. Ein superreicher deutscher Großinvestor will Mikrostaaten erschaffen und dafür mitten im Ozean schwimmende Inseln bauen? Donnerlittchen! Das kommt mir bekannt vor. Woran erinnert mich das nur? Wie gefällt Ihnen meine Insel? Gefällt Ihnen die Insel? Verlassen Sie meine Insel. Hey, Peter Thiel, was will man mit schwimmenden Mikrostaaten, wenn man kein James Bond Superbösewicht ist? Diese Frage muss erlaubt sein. Besonders, wenn man das seltsame Werbevideo für dieses Inselinvestment kennt. Half the Earth waits for us to demonstrate better societies can work. Long before we go to Mars, we're going to populate the ocean with sustainable startup societies. As the Renaissance artist Michelangelo said, criticize by creating. To learn more about this bright future, go to seasteading.org. Hä? Michelangelo? Was hat Peter Thiel denn mit dem orangen Turtle mit den Nunchucks zu tun? Tschak, tschak, mysteriös. Peter Thiel will auf eigenen schwimmenden Mikrostaaten mit alternativen Regierungsformen experimentieren? Ah ja. Eine ganz normale Zukunftsvision von einem ganz normalen Milliardär von nebenan, dem einfach nur Reichsein alleine ein bisschen zu langweilig wurde und der darum mit seinen Laseraugen in Richtung Politik schielt. Thiel glaubt, dass diese Inseln wichtig sein könnten, um mit neuen Ideen für Regierungen zu experimentieren. Wie zum Beispiel keine Sozialhilfe, kein Mindestlohn, weniger Waffenbeschränkungen und lockerere Bauvorschriften. Parallelgesellschaften ohne Kontrolle auf hoher See, in denen testosterongeladene Macker das Sagen haben. Das kenne ich doch von irgendwoher. Mitkommen. Wow, cool down, Flori. Mein Gott, ist ja gut. Und sowas für Peter Thiel auch? Okay. Aber bis seine ordinär-libertären Temptation Islands fertig sind, muss er sich noch auf dem Festland mit der amerikanischen Demokratie herumschlagen, leider. Tonight, I urge all of my fellow Americans to stand up and vote for Donald Trump. I am proud to be gay. I am proud to be a Republican. But most of all, I am proud to be an American. Ein stolzer Amerikaner, der aber zur Sicherheit noch den deutschen und den neuseeländischen Pass hat. Man weiß ja nie. 2016 hat Peter Proud American Thiel nicht nur Donald Trump politisch die kleinen Händchen gehalten, sondern auch mal eben 1,25 Millionen Dollar für Trumps Wahlkampf locker gemacht. Zum Dank bekam Peter Thiel gut eine Woche nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten dann ein eigenes Büro im 14. Stock im Trump Tower in New York City und hat für den orangen Sohn die Regierung organisiert. Peter Thiel is like the most prominent alt-right figure. That he is the person who both, helped facilitate this, kind of extreme movement, helped cultivate it, and then ultimately was one of the key people inside the White House pushing it on the president.
Peter Thiel war der Schattenpräsident im Weißen Haus von Donald Trump. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er sich für die Machtübernahme mit der nächsten Präsidentschaftswahl 2024, toi, 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 jetzt sogar noch ein kleines bisschen mehr Zeit freigeschaufelt hat. Konservativer Milliardär Peter Thiel verlässt Facebook-Verwaltungsrat, um Pro-Trump-Kandidaten zu unterstützen. Denn Peter Thiel denkt jetzt schon an die Zeit nach Donald Trump und bringt die Next Generation der Ultrarechten in Stellung. The Rise of the Thielists. Hat die Republikanische Partei ihre Post-Trump-Ideologie gefunden? Rise of the Thielists. Wie das klingt. Die Thielists innerhalb der Republikaner, das ist sowas wie der Seeheimer Kreis in der SPD, nur mit mehr Geld und ohne Spargel. Zum Beispiel diese beiden abgelehnten Bachelors hier, J.D. Vance und Blake Masters. Klingen wie zwei Reservemitglieder von NSYNC, sind aber ultrarechte Thielisten. Der eine ist Peter Thiels Geschäftspartner und der andere COO von Thiel Capital. Schau mal, Posti, schau, Posti, das ist der neue Arbeitskollege, guck. This is a short-barreled rifle. It wasn't designed for hunting. This is designed to kill people. But if you're not a bad guy, I support your right to own one. Thank you for the opportunity, Blake. Dankeschön. J.D. Vance und Blake Masters wollen im November in den US-Senat gewählt werden. Da hilft Peter Thiel natürlich gerne. Peter Thiels Doppelinvestition in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für 2 Senatskandidaten machte ihn früh zu einer Schlüsselfigur bei den Wahlen 2022. Ja, und zwar zu einer faltenfreien, sehr freshen und sehr gut frisierten Schlüsselfigur. Also ganz ehrlich, wenn ich mir die Jungs von Peter Thiel so angucke, da passt Sebastian Kurz doch super rein. Servus, grüß dich. Grüß dich. Und auch politisch, it's a match. Vor allem glaube ich nicht mehr, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind. Freiheit und Demokratie sind wie Nutella und Butter, sagt Peter Thiel. Nicht miteinander vereinbar. Das glauben Peter Thiel und seine Jünger wirklich. Das Einzige, was Peter Thiel jetzt noch im Wege steht, ist diese verdammte Politik. Politik nervt. Und das haben vor Peter Thiel schon ganz andere, ähnlich große Männer erfahren müssen. Christ was extremely skeptical of politics. Peter Thiel, der Jesus Christus aus Frankfurt am Main. Bibelkenner, Visionär, Gründer, Investor, Manager, Republikaner, Politikberater, Multimilliardär und einer der besten Schachspieler der USA. Schachgenie Peter Thiel? Was ist Peter Thiel eigentlich nicht? I want to publicly tell you that I'm not a vampire. Moment. Ist doch genau das, was ein Vampir auch sagen würde. Peter Thiel möchte sich das Blut junger Menschen spritzen lassen. Peter Thiel war fasziniert von Parabiose, einer Blutregenerationsstudie, bei der Menschen über 35 Jahre Transfusionen von Menschen zwischen 16 und 25 erhalten würden. Okay. Sich Blut von jungen Menschen in die Venen pumpen lassen. Okay. Oder mit anderen Worten? Sie leben also, um an einem anderen Tag zu sterben. Pretty close, 007. Aber es stimmt wirklich. Peter Thiel möchte unsterblich werden, mindestens. Und er weiß auch schon wie. In a hot desert, people declared legally dead are frozen, suspended upside down in liquid nitrogen at minus 196 degrees Celsius. My father-in-law and my mother are both in that particular capsule there. Würdevoll. In so einer VIP-Gulaschkanone will sich Peter Thiel nach seinem Tod einfrieren lassen. Und wenn er dann in 100 Jahren nach seinem Eisschlaf von Sebastian Kurz aufgeweckt wird, dann soll auf der Erde aber gefälligst alles so sein wie vor 12.000 Jahren. Mammutaufgabe. Milliardär Peter Thiel finanzierte Bemühungen zur Wiederbelebung des wolligen Biests. Was? Bitte was? Wie bitte? What? Peter Thiel will die Mammuts zurück. Und das ist konsequent. Wenn schon ultrakonservativ, dann aber auch richtig. I know. Sie fragen sich jetzt vielleicht, was interessiert mich als Weltabonnent hier in Deutschland ein größenwahnsinniger Mammutfaschist aus Amerika mit dem Lifestyle eines James-Bond-Bösewichts? Wir haben doch Olaf Scholz, der beschützt uns. Warum sollten wir hier in Deutschland, in Peter Thiels Geburtsland, so genau beobachten, was dieser Peter Thiel eigentlich macht? Mr. Bond, Sie haben Ihre Rechnung gemacht ohne Palantir. Palantir. Was ist Palantir von Peter Thiel? Wenn man wissen möchte, was das Palantir-Projekt ist, muss man Herr der Ringe kennen. Your command, Sauron, Lord of the Earth. Ask. French Tips.
Diese rote Kristallkugel ist ein Palantir aus Herr der Ringe. Damit kann der böse Zauberer Saruman vom Turm Orthanc aus überwachen, was in Mittelerde passiert. Nach dieser mystischen Riesenmurmel aus Herr der Ringe hat Peter Thiel seine Firma Palantir benannt. Also wirklich in echt. In Deutschland kennen wir Palantir bislang nur von Vox. Ja, damit kann Ray Aragorn von Garvey allerdings bloß vorhersagen, wer bei Sing meinen Song als erster anfängt zu heulen. Bislang. Aber das könnte sich bald ändern, denn Palantir expandiert. Palantir ist das Datenanalyseunternehmen von Peter Thiel 2003 gegründet, zusammen mit seinem Buddy Alex Karp. Hier sieht man die beiden beim Waldbaden. Und dieses Unternehmen möchte auch in Deutschland Fuß fassen. Hinter Palantir steckt ein absolut genialer Businessplan. Wahrscheinlich der genialste Businessplan, den Peter Thiel jemals hatte. Es geht dabei um Daten. Wir Menschen, wir produzieren permanent Daten. Wenn wir telefonieren oder ein Auto mieten oder illegale Sachen im Darknet kaufen. Ich habe Fake News für euch. Für alle Kehrenfrauen und Kehrenmänner. Das limitierte Kehrenpflaume Besenset. Jetzt im Shop erhältlich. Yeah, überall werden Daten gesammelt. Was wäre jetzt, wenn es jemanden gäbe, der unsere ganzen nutzlosen Daten von der Lieferando-Bestellung über die Überwachungskamera am Bahnhof bis hin zum Warenkorb in Kais Pflaumenshop, wenn es jemanden gäbe, der eine magische Formel hätte, um diese ganzen Datensätze geschickt miteinander zu kombinieren, um so alles über uns herauszufinden, damit wir durchsichtig werden. Das kann Palantir. Datensätze aus verschiedenen Datenbanken verknüpfen. Und deshalb sind natürlich auch Geheimdienste und Sicherheitsbehörden ziemlich scharf darauf, mit Palantir zusammenzuarbeiten. Der CEO von Palantir gibt endlich zu, der ICE bei der Abschiebung von EinwandererInnen ohne Papiere geholfen zu haben. Wie das LAPD und Palantir Daten nutzen, um rassistische Polizeiarbeit zu rechtfertigen. Wie Peter Thiels Palantir der NSA dabei half, die ganze Welt auszuspionieren. Palantir ist inzwischen eines der wertvollsten Tech-Unternehmen der Welt und arbeitet zusammen mit der CIA, dem FBI, der NSA, dem Pentagon, den Marines und der Air Force. Eine fantastische, wirklich allmächtige Technologie. Das ist doch was für Deutschland. Die Technik, mit der Palantir arbeitet, steht in einem grundlegenden Widerspruch eigentlich zu unseren verfassungsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Vorstellungen. Ach so, schwierig, wegen Grundgesetz. Mist, denn Deutschland ist ja kein DDR-Unrechtsstaat, der seine Bürgerinnen und Bürger Stasi-mäßig ausspioniert. Bei uns in Deutschland, da haben megalomane CEOs oder durchgeknallte Verschwörungsmystiker, die haben hier keine Chance. Leute, die unsere Sicherheitsinteressen an zwielichtige US-Unternehmen mit rechtspopulistischen Masterminds verticken würden. Wir haben vor einiger Zeit zusammengesessen und gedacht, es reden zwar viele Leute miteinander, aber nicht über die richtigen Themen. Und man müsste mal Menschen aus der Digitalwirtschaft, Founder und Politiker ins Gespräch bringen und das bei einem Abendessen in einer anderen Atmosphäre. Und das probieren wir heute mal aus. Hä? Momentchen mal. Wer sitzt denn da in der Shisha-Lounge im Axel-Springer-Haus? Das gibt's doch gar nicht. Alex Karp, der CEO von Palantir, bei Grauburgunder, Merlot und Doppelapfel, zusammen mit der ehemaligen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, mit unserem aktuellen Bundeslandwirtschaftsminister und dem Besitzer einer der größten Vulvensammlungen Europas und im Nebenberuf auch noch Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, Dr. Matthias Döpfner. Hier sein Hinterkopf. Keine Ahnung, warum die da zusammensitzen. Aber ganz ehrlich, ich finde es einfach prima, dass Dr. Döpfner vor lauter Verbesserung der Unternehmenskultur noch die Kraft hat, so selbstlos zwischen Politik und Wirtschaft zu vermitteln. Ich würde wahnsinnig gerne auch mal jemanden von Palantir kennenlernen. Ich war aber nicht eingeladen. Kann mir irgendwie Dr. Döpfner nicht mal die Handynummer vom Chief of Staff von Peter Thiel organisieren? Dann rufe ich den mal direkt an, persönlich. Wer ist eigentlich laut Businessverzeichnis datanice.com der Chief of Staff im Office von Peter Thiel? Naja, egal. Ausgerechnet auf Matthias Döpfners Einladungsliste zu diesem unverbindlichen Wine-Tasting mit Palantir. Ausgerechnet auf dieser Liste stand mein Name nicht drauf. Schade. Darum mussten wir mal persönlich nachfragen bei allen Bundesministerien und Polizeibehörden. Habt oder hattet ihr bereits Kontakt zu Palantir oder nutzt ihr Palantir-Produkte? Und siehe da, Moment, ich muss kurz meine Brille aufsetzen. Und siehe da, es kamen einige Antworten.
Das Bundesfinanzministerium hatte Kontakt, das Auswärtige Amt und das Wirtschaftsministerium, die haben sogar einen Betriebsausflug ins Silicon Valley gemacht, zu Peter Thiel. Dann noch das Verteidigungsministerium und auch die Polizei in Deutschland hat sich schon mit Palantir ausgetauscht. In Berlin und Hamburg und Bayern. NRW, Nordrhein-Westfalen, testet Palantir-Produkte sogar schon im Einsatz. Und Hessen nutzt Palantir schon seit knapp 5 Jahren. Das Heimatbundesland von Peter Thiel. Dr. Matthias Döpfner hat wie immer recht. Peter Thiel ist einfach ein verdammtes Genie. Und es ist einfach echt eine gute Idee. Es ist eine fantastische Idee, dass deutsche Sicherheitsbehörden und Bundesministerien unsere nationale kritische Sicherheitsinfrastruktur in die vertrauenswürdigen Hände eines Mannes legen, der unsterbliche rechtsextreme Schachmammuts klonen möchte. Und damit hier keine Missverständnisse auftauchen. Peter Thiel, der Mann, der Sebastian Kurz gekauft hat. Der ist natürlich kein James-Bond-Superschurke. Der ist kein zweiter Auric Goldfinger oder Ernst Stavros Blofeld oder Le Chiffre, sondern einfach nur ein harmloser, erfrischend gut vernetzter, freiheitsliebender Innovation-Leader. Oder? I'm Peter Thiel. I build companies and I support people who are building new things, from social networks to rocket ships. I'm not a politician, and it's time to rebuild America. He knows it all. We are just pieces in his game of chess. He wants it all. Reviving rotten mammals from the past, virgin blood pumping cold through his veins. You play by the rules. He owns the game, immortal libertarian, so refreshingly Aryan. Pretty boy, beware of his ego of steel. It's the right time to them all. He moves and promotes your queen into his paw. Not creepy at all. Building up lawless islands off the shore. Feel his German affection. Certain appeal. It's the right time to deal. Right time to deal. I am proud to be a Republican. I am proud to be an American. Right time to deal. Gänsehaut.